Yo, konnichiwa alle zusammen. Viele von euch ist sicherlich bekannt, dass für uns Europäer Japanisch die am schwierigsten zu lernende Sprache ist. Ich meine, die Japaner verstehen ja nicht mal selber ihre Sprache. Bei einer Sprache, deren Schrift so komplex ist, kann ich mir die Ohnmacht der Menschen hier gar nicht ausmalen. Ich meine, man hat 60.000 Kanjis und man erwartet von den Leuten, dass die alle lernen. Und nicht mal ein Viertel können die meisten hier. Wo es vielen von uns schon schwierig ist, Englisch zu lernen, denken sich wahrscheinlich einige von euch jetzt: WTF, Alter, Japanisch, was läuft denn bei dir schief, ey? Da muss ich euch sagen, Leute, es ist möglich. Ich behaupte sogar, man kann die Sprache in 5 Monaten fließend sprechen. Beispiel, was ich nach 3 Monaten schon sprechen konnte. Und nun, wie das Ganze nach einem Jahr schon aussieht. Ihr seht also, es ist möglich, sich in einem relativ kurzen Zeitraum sehr schnell weiterzuentwickeln. Und hier ist eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze gestalten könnt. Erstens, ihr reist nach Japan, schnappt euch einen Reiseführer und versucht die Sprache auf eigene Faust zu lernen. Zweitens, ihr reist in ein anderes Land, lernt einen Japaner kennen, kidnappt ihn mit dem Auto und verbringt somit viel Zeit mit der Person, um Grammatik und Sprechen zu üben. Drittens, ihr reist wieder in ein anderes Land und lernt eine völlig neue Sprache. Und viertens, kommt schließlich zu dem Entschluss, dass ihr euch ein Lehrbuch kauft und nach Japan zieht und euch schwört, dass ihr erst nach Hause kommt, wenn ihr die Sprache perfekt beherrscht. Tja, ich würde sagen, das Ganze geht auch noch ein bisschen effektiver. Ich habe mir letztens ein Video vom YouTuber Abroad in Japan angesehen mit demselben Thema und es hat auf jeden Fall sehr viel Aufschluss über die ganze Situation gegeben. Anhand seiner Tipps wurde mir klar, dass ich vorher in meiner Wochenzeit eigentlich vieles richtig gemacht habe. Und aus diesem Grund seht ihr heute meine 5 Tipps, wie ihr Japanisch fließend in 5 Monaten sprechen könnt. Beim Sprachenlernen gibt es grundsätzlich 4 Felder zu unterscheiden. Das ist einmal das Lesen, das Rechnen, das was? Das ist einmal das Lesen, das Schreiben, das Sprechen und das Hören. Man kann diese 4 Felder nur einzeln trainieren, das bedeutet, man kann zum Beispiel nicht mit Schreiben das Sprechen üben. Um in Konversation flüssig zu werden, brauchen wir nur 2 dieser 4 Felder. Zur Vorbereitung ist natürlich ein Lehrbuch nötig, um grundlegende Vokabeln und Grammatik zu verinnerlichen. Meine persönliche Empfehlung an euch: Minna no Nihongo. In den Buchkapiteln gibt es Konversationstexte, die man üben muss, um das Gelernte gleich anwenden zu können. Und das ist einfach perfekt für das, was ich mit euch vorhabe. Schaut ihr eigentlich gerne Animes? Das ist perfekt. Dann habt ihr nämlich gleich eine Übung für euer Sprachgefühl. Es klingt erstmal total klischeehaft und bescheuert, mit Animes Japanisch tatsächlich lernen zu können. Allerdings trainiert man dadurch sehr viel Hörverständnis. Als ich zum Beispiel mit meinem Selbststudium während meiner Japanreise anfing, merkte ich, wie schnell ich neue Worte adaptierte, weil ich sie schon zuvor 1000-mal gehört habe. Und das Allerwichtigste zur Vorbereitung ist ein Sprechpartner, den ihr euch suchen müsst. Durch das Internet heutzutage sind uns so viele Möglichkeiten gegeben, dass wir uns einfach über soziale Netzwerke verbinden können. Es gibt Facebook, es gibt Skype. Die Japaner nutzen gerne die WhatsApp-ähnliche Plattform Line, die man sich auch kostenlos installieren kann, und dann sucht man sich einfach irgendwelche Kontakte. Mein Vorschlag für regelmäßiges Lernen wäre, mindestens einmal die Woche mit dem Tandempartner in Kontakt treten. Falls ihr in einer Unistadt lebt, dann habt ihr gerade ein Lotto gewonnen. Das Klischee, dass Japaner sehr offen und nett sind, kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Das heißt, wenn ihr einen Japaner in eurer Stadt kennenlernt, dann lasst ihn nicht mehr wieder los. Es ist unglaublich wertvoll, Vokabular zu können, obwohl man die Grammatik nicht beherrscht. Solche Regeln wie 1500 Wörtern in 5 Monaten, also 10 Wörter pro Tag, finde ich persönlich nicht so effektiv, da man einfach viel zu viel vergisst. Außerdem braucht man zur flüssigen Konversation viel weniger Wörter, denn mit qualitativen Satzbau kann man sich durch jede Situation durchschlängeln. Wörter, die auf jeden Fall in jeder Situation helfen, sind folgende. Für Substantive das berühmte Ding, koto oder mono. Für Verben die berühmten Alleskönner haben und sein, also are und ide. Und auch das Nummer 1 Adjektiv unter unseren Otakus: sugoi. Super, toll, geil. Ihr müsst euch in die Babysituation hineinversetzen, da diese die Sprache von heute auf morgen auch nicht lernen. Sie sprechen zuerst Worte, dann Wortgruppen und bilden dann Stück für Stück ihre Sätze. Ich weiß, wie viele von euch da draußen nervös werden und Angst haben, Fehler zu machen, aber das ist nun mal, wie ein Lernprozess funktioniert. Und wie ich vorhin auch schon erklärt habe, kann man nicht das Sprechen trainieren, indem man Hörverstehen übt. Das heißt, um eine flüssige Konversation aufbauen zu können, muss man beides beherrschen. Was einem ungemein hilft, sind einfach Füllwörter in den Sätzen zu verwenden. Was war das nochmal? Nandake.
Und das hilft euch auf jeden Fall, den Fluss im Gespräch aufrechtzuerhalten. Eine richtig, richtig coole Lernmethode, um schnelles Sprechen zu üben, ist Shadowing. Hier spricht man einfach das Gesagte nach. 私は小さくて素敵な姫です。私は小さくて素敵な姫です。Es hilft nicht nur Sprachbarrieren zu überwinden und das Mundwerk zu lockern, man versteht auch den Satzbau und man trainiert Aussprache. Nochmal zur Fehlerquote einen Tipp. Macht so viele Fehler, wie es nur geht, selbst wenn es beabsichtigt ist. Denn wenn man Fehler macht und sie im Anschluss korrigiert bekommt, denkt man darüber noch viel mehr nach und verinnerlicht diese ganze Geschichte mehr. Man macht sich die Sprache zu eigen. Wenn ich mir zum Beispiel über einen gewissen Satzbau nicht sicher bin, dann haue ich einen offensichtlichen Fehler in den Satz rein, um anschließend korrigiert zu werden, um es dann noch besser zu verstehen. Und das gibt einem ein unglaublich großes Selbstbewusstsein im Sprechen. Wenn ihr bei bestimmten Erklärungen nicht weiter wisst, nutzt einfach englische Wörter. Das klingt erstmal total bescheuert, aber die Japaner haben durch die Einnahme von Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr viele englische Wörter in ihren Sprachgebrauch mit aufgenommen. Hier ein paar Beispiele. Table, Advice, Rare, Ranchi, Happy, Classmate. Schlag dich durch. Wenn ihr mit dem englischen Wort nicht weiterkommt, dann versucht's einfach mit Erklärung. Wenn ihr Wörter lernt zu erklären, dann kommt ihr auf ein ganz, ganz neues Level. Es gibt nämlich 100 verschiedene Möglichkeiten, Sachen auszudrücken. Und wer gut im Erklären ist, braucht auch nicht so viel Vokabular. Beziehungsweise lernt das dann auch im Anschluss. Und das im Anschluss gelernte Wort vergisst man dann auch nicht so schnell, weil man das dann auch in der Situation mit verinnerlicht hat. Entwickle deine japanische Persönlichkeit. Ihr müsst einfach Regeln für euch festsetzen. Wenn ihr Japanisch sprecht, dann kennt ihr keine andere Sprache. Das hilft dann einem auch, nicht mehr in seiner Muttersprache zu denken, beziehungsweise führt auch irgendwann dazu, dass ihr anfangt, japanische Träume zu haben. Wenn ihr diesen Sprung gemeistert habt, dann habt ihr die Sprachbarriere für euch überwunden. Und es hilft euch auch in Alltagssituationen schnell umzuschalten und zu reagieren. Der Nebeneffekt an der ganzen Geschichte: ihr vergesst wirklich eure eigene Sprache. Es ist natürlich klar, dass man nicht so tolle und ausgiebige Konversationen wie in seiner Muttersprache führen kann. Allerdings ist dies der schnellste Weg, um auf ein möglichst hohes Level zu kommen. Also folgende Regel: entweder Japanisch oder nichts sagen. So, das war's dann mit meinem Video. Wenn euch dieses neue Format gefallen hat, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen und teilt das an eure Freunde weiter. Ja, und wie immer würde ich mich natürlich auch über ein Abo von euch freuen. Alles klar, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächsten Dienstag. Stay Genki, ciao!